Der Geruch von nassem Fell und etwas Unbekanntem, einem scharfen, erdigen Geschmack, erfüllte die Luft. Raya, eine schlanke Tabby mit smaragdgrünen Augen, saß auf der Fensterbank, ihr Schwanz zuckte unruhig. Svetka, ihre Menschin, hielt ein Wesen in den Armen, einen mageren, schwarz-weißen Straßenkater mit ungleichen Ohren, ganz knochige Winkel und große, ängstliche Augen. Das ist Indira, Svetkas Stimme war sanft, ein Ton, den Raya nur auf sich selbst gerichtet gehört hatte, sie braucht uns. Raya fühlte, wie sich ein kalter Knoten in ihrer Brust zusammenzog. Uns? Sie war immer Svetkas. Der weichste Platz auf dem Sofa, der wärmste Sonnenstrahl am Fenster, die sanften Streicheleinheiten, die ihr Wohlbehagen durch das Fell jagten, das waren immer ihre exklusiven Reviere gewesen. Jetzt usurpierte diese Straßenkatze, diese Indira, ihren Platz. Indira, zunächst zögerlich, entdeckte bald die Freuden des Lebens drinnen. Sie schleckte Rayas Milch, wagte es, im Rayas Lieblingssonnenstrahl zu schlafen und, am schlimmsten von allem, kuschelte sich auf Svetkas Schoß, ihr Schnurren ein kratzender Chor zu Rayas stiller Abneigung. Svetka, scheinbar ahnungslos über Rayas wachsende Unruhe, schwärmte über Indira und streichelte ihren knochigen Rücken mit der gleichen Zärtlichkeit, die sie einst nur Raya geschenkt hatte. Raya fühlte sich verloren, der vertraute Rhythmus ihres Lebens war zerbrochen. Sie war nicht länger die verwöhnte Prinzessin. Sie versuchte, ihr Territorium zurückzuerobern. Sie fauchte Indira an, stellte sich ihr in den Weg zur Futterschüssel, schlug sogar nach ihr, wenn sie zu nah an Svetka kam. Aber Indira, ermutigt durch ihre neue Sicherheit, antwortete mit herausforderndem Gehabe, einem Schwanzzucken, einem tiefen Knurren, das Rage durch Raya schickte. Eines Abends brach die Spannung schließlich. Während ihrer nächtlichen Spielsitzung mit Svetkas Federspielzeug machte Indira einen berechneten Zug, brachte Raya aus dem Gleichgewicht und beanspruchte das Spielzeug für sich. Wütend schlug Raya zu, ihre Krallen ausgefahren. Indira, überraschend wendig, konterte mit einem Wirbel aus scharfen Zähnen und Krallen. Raya, größer, aber nicht so schnell, fand sich auf dem Teppich festgehalten, ein brennender Schmerz über ihrer Schnauze. Svetka griff ein, trennte sie mit einem verzweifelten Schrei. Das nächste, was Raya wusste, war, dass sie in den kalten, stählernen Grenzen eines Käfigs war. Die vertrauten Gerüche ihres Zuhauses waren da, aber gedämpft, irgendwie getrübt. Der Maschendrahtkäfig bot einen verzerrten Blick auf das Wohnzimmer, auf Svetka, die sich um Indira kümmerte, deren Silhouetten im warmen Licht der Lampe badeten. Svetka kam zum Käfig, bot eine Schüssel Futter und ein sanftes Wort an. Aber Raya konnte nur zurückstarren, ihre Augen trüb von Verrat. Jeder Tag verging in einem langsamen, qualvollen Schimmer. Die Welt außerhalb des Käfigs war eine ständige, schmerzhafte Erinnerung an das, was sie verloren hatte. Sie erinnerte sich an die fröhlichen Zwitschern, die sie von sich gab, wenn sie ihr Lieblingsspielzeug den Flur hinunterjagte, an das zufriedene Schnurren, als Svetka ihr Fell bürstete. Jetzt hörte sie nur noch das spöttische Geräusch von Indiras Schnurren und das Echo ihrer eigenen Niederlage. Sie starrte in ihr Spiegelbild im Wassernapf, ein Fremder mit großen, verwundeten Augen. War sie jemand geworden, den Svetka nicht mehr liebte? War sie eine Gefangene in ihrem eigenen Zuhause geworden? Svetka war weiterhin freundlich, bot ihr Kopfmassagen und sanfte Worte an, aber Raya konnte die Kluft ihrer Verzweiflung nicht überbrücken. Eines Abends schaute sie durch das Netz ihres Käfigs und sah Svetka, Tränen strömten ihr über das Gesicht, Indira fest umarmend. Sie hörte Svetkas gedämpfte Schluchzer. »Oh, Indira, du hast mir solche Angst gemacht. Ich dachte, ich hätte dich verloren.« Raya bemerkte ein kleines Pflaster, das um Indiras Bein geklebt war. Ein Schauer lief durch Raya. War der Kampf schlimmer gewesen, als sie es realisiert hatte? Sie erinnerte sich an den plötzlichen Schrei, den verzweifelten Kampf und dann den verschwommenen Moment der Trennung. Die Teile fangen an, sich zusammenzufügen. Svetka hatte sie nicht für ihre Aggression eingesperrt, sie hatte versucht, sie zu schützen. Sie hatte versucht, den Kampf daran zu hindern, weiter zu eskalieren. Dann hörte sie ein Klicken und die Käfigtür öffnete sich. Svetka war da, ihre Augen voller Traurigkeit. Sie griff hinein und Raya, einen Moment zögernd, stupste ihren Kopf gegen Svetkas Hand. Svetka zog sie nah an sich, ihre Tränen fielen nun auf Rayas Fell. »Es war nur ein Schreck, meine Liebe«, flüsterte sie,
sie ist durch die Tür gerannt, und ich war so besorgt. Und dann, als ich den Kratzer an ihrem Bein sah, ich geriet einfach in Panik. Aber du bist hier geblieben, wo du sicher warst. Die Wahrheit dämmerte Raya, klar wie ein Sonnenaufgang nach einer langen, dunklen Nacht. Sie war nicht ersetzt worden. Svetka liebte sie beide, auf unterschiedliche Weise, und hatte nur versucht, sie zu schützen. Sie war nicht verraten worden, sie war im Irrtum gewesen. Sie schnurrte, ein tiefes Grollen, das in Svetkas Brust widerhallte, ein Geräusch der Entschuldigung und der erneuten Hoffnung. Vielleicht würde das Leben mit Indira nicht das Ende von Rayas Welt sein, sondern nur ein neues, kompliziertes und vielleicht, nur vielleicht, erträgliches Kapitel. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.